In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Fahrer- bzw. Beifahrertür. Beim Anlegen musst du die Folie anhand der kleinen Aussparung ausrichten. Die Aussparung muss mittig auf die markierte Stelle treffen. Zusätzlich muss die Folie oben an das schwarze Kunststoff angeschoben werden. Anschließend musst du die Folie entlang der Zierleiste anlegen. Orientiere dich hierbei oben am schwarzen Kunststoff. Nach dem Anlegen kannst du die Folie auch gleich überall von innen nach außen an die Zierleiste anstreichen. Wenn hierbei kleine Blasen entstehen, kannst du diese einfach kurz mit dem Föhn erhitzen und anschließend mit dem Finger herausstreichen. Sind jedoch Falten entstanden, die sich nicht herausstreichen lassen, dann musst du die Folie an dieser Stelle wieder abziehen und neu anlegen. Im nächsten Schritt musst du die Folie mit dem Föhn erhitzen und sie anschließend mit dem Rakel in die Spalten schieben. Wundere dich nicht, wenn du hier etwas Kraft aufwenden musst, um die Folie hineinschieben zu können.
Du solltest lediglich aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könntest du die Folie beschädigen. Nun musst du an der seitlichen Kante die Folie umklappen und grob anstreichen. Dann nimmst du den Föhn, erhitzt die Stelle und streichst die Folie vollends an. Wichtig ist, dass du Blasen immer von innen nach außen herausstreichst. Als letztes musst du noch mit dem Rakel die Folie in die Spalten schieben. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert. Die Zierleisten an den hinteren Türen lassen sich genau gleich folieren wie die Zierleisten an den vorderen Türen. Nur die linke Kante ist etwas anders. Jedoch musst du auch hier einfach die Folie erhitzen, umklappen und anstreichen. Natürlich darfst du auch hier nicht vergessen, die Folie am Ende mit dem Rakel in die Spalten zu schieben. Jetzt geht es weiter mit der Zierleiste am Schalthebel. Hier muss die Folie bündig zu dem silbernen Rahmen angelegt werden. Danach musst du die Folie nach oben entlang der Zierleiste anlegen. Orientiere dich dabei wieder am silbernen Rahmen. Nach dem Anlegen kannst du die Folie vorsichtig von innen nach außen anstreichen. Als nächstes musst du am silbernen Rahmen die Folie mit dem Rakel in den Spalt schieben. Hierbei kannst du die Folie auch vorher kurz mit dem Föhn erhitzen. Nun musst du oben die Klappe öffnen und die Folie an der Stelle mit dem Föhn erhitzen. Anschließend kannst du die Folie nach oben umklappen und anstreichen. Als letztes muss die Folie auch noch in den äußeren Spalt geschoben werden. Verwende hierfür das Rakel und erhitze die entsprechende Stelle jeweils davor.
Wenn du jetzt noch Blasen entdeckst, dann solltest du diese zuerst mit dem Föhn erhitzen. Anschließend kannst du sie ganz einfach herausstreichen. Als nächstes wird die Klappe oberhalb des Schalthebels foliert. Hier musst du dich anhand der rechteckigen Aussparung in der Folie orientieren. Diese muss genau bündig auf die im Video markierte Stelle treffen. Nach dem Anlegen kannst du die Folie von innen nach außen anstreichen. Dann musst du die Folie jeweils rechts, links und oben mit dem Föhn erhitzen, sodass du sie mit dem Rakel in die Spalten schieben kannst. Zu guter Letzt musst du die Klappe noch öffnen und anschließend die Folie umklappen. Wenn die Folie hier noch nicht perfekt hält, musst du sie nochmal mit dem Föhn erhitzen. Als nächstes folieren wir die Zierleiste über dem Handschuhfach. Beim Anlegen der Folie musst du dich an der markierten Stelle orientieren. Die Folie muss dort links und unten an das schwarze Kunststoff angeschoben werden. Als zweites musst du die Folie nach rechts entlang der Zierleiste anlegen. Orientiere dich hierbei unten am schwarzen Kunststoff. Anschließend kannst du die Folie an den angelegten Stellen von innen nach außen anstreichen. Genau das gleiche musst du jetzt auch an der linken Hälfte der Zierleiste machen. Danach kannst du die Folie mit dem Rakel in die Spalten schieben. Um hier einen langfristigen Halt zu erreichen, solltest du sie vorher mit dem Föhn erhitzen. Wenn du am Handschuhfach angekommen bist, solltest du dieses zuerst öffnen, die Folie dann erhitzen und schließlich mit dem Finger anstreichen. Ganz rechts an der Folie wurden kleine Einschnitte eingearbeitet, sodass an der Rundung keine Falten entstehen. Hier musst du jeweils den Teil unterhalb des Einschnittes zuerst anstreichen und anschließend den oberen. Außerdem solltest du die Folie hier gut mit dem Föhn erhitzen.
Damit wäre auch die Zierleiste über dem Handschuhfach fertig foliert. Nun fehlt nur noch die kleine Zierleiste links vom Lenkrad. Hier musst du dich beim Anlegen wieder an der markierten Stelle orientieren. Du musst die Folie links auf der Höhe des schwarzen Kunststoffs des Kreises anlegen und unten ebenfalls auf der Höhe des schwarzen Kunststoffs. Danach musst du die Folie von innen nach außen an die Zierleiste anstreichen. Jetzt brauchst du wieder das Rakel. Mit diesem musst du die Folie überall, außer an der linken Kante, in die Spalten schieben. Hierbei solltest du wieder den Föhn dazu nehmen und die Folie immer kurz vorher erhitzen. Nun kommen wir zu der noch fehlenden Kante. Hier musst du die Folie erstmal stark mit dem Föhn erhitzen. Anschließend musst du wieder auf den kleinen Einschnitt im oberen Viertel der Folie achten. Zuerst solltest du den unteren Teil der Folie anstreichen und danach den oberen Teil. Als letztes musst du noch mit dem Rakel die restlichen Folienstücke in die Spalten schieben. Damit wäre auch die letzte Zierleiste fertig foliert. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert, musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit einem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.